Amen. Amen. The first question is in Revelation 14, we have the harvest. And there we saw a chiasm. We saw that first the wheat is being harvested and afterwards the wicked. In Matthew 13, we can compare and contrast that with the parable of the wheat and the tares in verse 30. There we see that the tares are first harvested and burnt, and then the wheat is being harvested. How does this come together? Also zum Thema Offenbarung 14, die Ernte. Wir haben eine Spiegelung erkannt. Zuerst werden die Guten geerntet, danach die Schlechten. In Matthäus 13, dem Gleichnis von Unkraut und Weizen, werden im Vers 30 dann, soll zuerst das Unkraut gesammelt werden, gebündelt und verbrannt und dann der Weizen. Wie passt das zusammen? Oh, I said it in English? Okay, the question is that in Revelation 14, the subject harvest, we see that first the wicked are being gathered, then the wheat. First the wheat and then the wicked in Revelation 14. In Matthew 13, parable of the wheat and the tares, we see that the tares are first gathered and then the wheat. So we see contradiction there. So how does that work together? When you go to any of the numerous stories or passages that deal with what we would call the harvest, Wenn man zu den Abschnitten geht, wo es viele gibt, die über die Ernte handeln, they all give a different perspective. dann geben sie alle eine unterschiedliche Perspektive. So in Matthew 13 it says, first the tares, then the wheat. In Matthäus 13 heißt es erst das Unkraut und dann der Weizen. In Revelation 14 Und Offenbarung 14, it speaks about Christ and that other angel. da handelt es von Christus und dann dem anderen Engel. The question I guess we'd need to ask ourselves, Die Frage, wo ich denke, die wir uns fragen müssen, if you went to Revelation 14, wenn man zu Offenbarung 14 gehen würde, if you go to verse 13, Vers 13, it's just a statement about those who are faithful. da geht es um diejenigen, die treu sind. Verse 14, Vers 14, we see the Son of Man on a cloud. da sehen wir den Sohn des Menschen auf einer Wolke. Verse 15, Vers 15, we see an angel sehen wir einen Engel, coming out of the temple der aus dem Tempel kommt, and crying with a loud voice to the person that sat on the cloud and saying, reap. mit der lauten Stimme rief zu dem, der auf der Wolke saß, und sandte, sende deine Sichel und ernte. And then verse 16, Und Vers 16, he reaps. da tut er ernten. Then in verse 17, Und Vers 17, it says another angel came out of heaven da sagt, es kam ein weiterer Engel heraus im and Himmel, he also had a sickle. und er hatte auch eine Sichel. And then verse 18 talks about another angel coming out Und in 18 kommt ein weiterer Engel, and he says, und er sagt, thrust in the sickle to reap or to gather in the grapes. tu auch die Sichel hinwerfen oder reinwerfen, schneide und schneide die Trauben. Now, I think there's a danger in reading these parables too literally. Ich glaube, da ist eine Gefahr, dass wir diese Gleichnisse zu buchstäblich lesen.
So, what I think is happening in chapter 14 Was ich denke, was hier in Kapitel 14 passiert, is a writing style that's being given to us ist, dass ein Schreibstil, der uns gegeben wird, to allow us to see this pattern. um uns zu erlauben, dieses Muster hier zu sehen. If we were to argue that this is trying to show a sequence of events, Wenn wir hier versuchen wollten zu sagen, dass es hier eine Reihenfolge von Ereignissen darstellt, that first the good and then the bad are harvested, in dass that sequence, erst die Guten und dann in die Schlechten kommen, what would that teach you about the third angel? was würde uns das über den dritten Engel lehren? That first you get all the bad people and then you get all the good people. Dass man erst alle guten Leute bekommt und dann alle schlechten? I don't think we would see things that way. Ich glaube, wir würden Dinge nicht so sehen. It's just a statement about what happens to the bad and a statement what happens to the good. Es ist einfach nur eine Aussage, was mit den Schlechten, was mit den Guten passiert. It's not trying to show the sequencing. Ich glaube nicht, dass es hier die Reihenfolge aufzeigt. So, whose question is that? Wem seine Frage ist das? Does that make sense? Macht das Sinn? I don't think you would think that when you talk about the third angel Ich denke, wenn man über den dritten Engel reden würde and he's here und er sich hier befindet and he says, "Don't receive the mark of the beast," und er sagt, halte nicht das Mahlzeichen des Tieres, that all this issue about the people who receive the mark of the beast happens first, dass alle diejenigen das Mahlzeichen des Tieres bekommen, dass die es zuerst bekommen. and then he speaks about the good people. Und dann redet er über die guten Leute. Because here, Denn hier, if this is where you're going to mark his voice, wenn man hier seine Stimme markiert, he says to one group, "Don't receive the mark." dann sagt er zur einen Gruppe, erhaltet das Mahlzeichen Let me nicht. rephrase that. Lass mich das nochmal He sagen. says to everybody, "Don't receive the mark." Er sagt zu jedem, erhaltet nicht das Mahlzeichen. It speaks about those who do receive, what will happen to them, and then it speaks about those who have patience. Und dann spricht er über diejenigen, die das Mahlzeichen bekommen. Und dann spricht er über diejenigen, die Patience, Geduld haben. Danke. I would suggest he's speaking to two groups here at the beginning. Ich würde vorschlagen, dass er bereits schon am Anfang zu zwei Gruppen spricht. Both groups go all through this history. Beide Gruppen gehen durch die Geschichte hindurch. Here, Und hier, there's this warning, da gibt es diese Warnung, final warning, diese letzte Warnung, that says das sagt, the mark of the beast is now here. dass das Mahlzeichen nun hier ist, des Tieres. And then with him, Und dann mit ihm, this angel says, sagt dieser Engel, Babylon has filled its cup of iniquity. dass Babylon den Kelch seiner Bosheit gefüllt hat. And then these other angels come Und diese anderen Engel kommen dann and they say, und sie sagen, it's time to leave. es ist nun die Zeit, dass wir gehen. You've been in Babylon all of this time, Du warst in Babylon für diese ganze Zeit, but now it's time to leave. aber nun ist es jetzt an der Zeit, dass man herauskommt. We could argue, Wir könnten sagen, why are they still in Babylon? warum sind sie denn immer noch in Why Babylon? not get rid of them or tell them to leave before? Warum sagt man nicht ihnen schon vorher, dass sie rauskommen sollen? We could come up with different answers. Man könnte mit unterschiedlichen Antworten hier aufkommen. One of them, Eine davon, I would suggest, die ich vorschlagen würde, is that it's safer to live in Babylon dass es sicherer ist, in Babylon zu leben, than it is to live in the church. als in der Gemeinde zu leben. Because when you're in Babylon, Denn wenn man in Babylon ist, I know they're called God's people, ich weiß, es wird Gottes Volk hier but they're genannt, really the children of the wicked one. aber es sind eigentlich die Kinder des Bösen. If they were to join the church, what would happen to them? Wenn sie jetzt in die Gemeinde da teilhaben würden, was würde denn mit ihnen passieren? This is why it's better to leave them there. Deswegen ist es besser, sie einfach dort zu lassen. Because if you brought them in, Denn wenn man sie reingebracht hätte, see if I can find it. wenn ich es finden kann, If they join the church, wenn sie in die Gemeinde reinkommen, they're already the children of Satan. sie sind bereits die Kinder Satans. In the book of Matthew, Im Buch Matthäus, it says to the church, und es sagt er hier zu der Gemeinde, you go searching across the world to make converts.
ihr geht und sucht in der Welt für, dass ihr Bekehrte findet. And you're already the children of hell, Und ihr seid bereits schon die Kinder der Hölle, people in the church. die ihr Leute, die ihr in der Gemeinde seid. And when you bring them into the church, these Gentiles, Und wenn ihr diese Heiden in die Gemeinde reinbringt, you make them twice the sons of hell or the sons of Satan than you already are. dann macht ihr ihn oder sie die Söhne der Hölle zweimal mehr, als ihr es seid. It's Matthew 23:15. Matthäus 23, Vers 15 ist das. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land and make one proselyte. And when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. Da ist es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht und einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihnen zweimal mehr, als ihr es seid. It's dangerous to bring the Gentiles into the church before this waymark. Es ist gefährlich, die Heiden vor dieser Wegmarke hineinzubringen. The reason is Der Grund ist, because in this history, in dieser Geschichte, which is the history of the priests and the Levites, es ist die Geschichte der Priester und der Leviten, the church is not a safe place. die Gemeinde ist kein sicherer Ort. It's dangerous. Es ist gefährlich. You join the church Man tut in die Gemeinde kommen and you become worse than you were before. und man wird schlimmer, wie man bereits vorher war. Before, Vorher you may have been a reasonable person. magst du vielleicht eine recht vernünftige Person gewesen sein. When you join the church, Und wenn du dann in die Gemeinde you kommst, become like a Pharisee, wirst du wie ein Pharisäer. critical and judgmental. Kritisch und richterisch. So Matthäus 23, Vers 15. Okay. They were asking for the Bible Yeah. verse. So, Also, when it comes to the third angel's message, wenn wir jetzt zur dritten Engelsbotschaft kommen, there's two groups of people being spoken about, da Two. handelt es hier um zwei Gruppen von Leuten and it's empowerment. und seine Bekräftigung, Then what you're saying was man da sagt. is to one group, Einer Gruppe sagt don't man, receive the mark erhaltet nicht because it's das, now here. das Mahlzeichen, weil es nun jetzt da ist. Babylon has completely fallen and you need to come out. Und Babylon ist komplett gefallen und ihr müsst herauskommen. And to the other group, Und zu der anderen Gruppe, it talks about them being patient da handelt es darum, dass sie geduldig all sind, through this history durch diese ganze Geschichte hindurch, until they receive their reward. bis sie ihre Belohnung dann bekommen. So I don't think there's a sequence, Also- first the bad, then the good. Also ich glaube, da gibt es keine Reihenfolge, wo es dann heißt, erst die Guten, dann die Schlechten. And the same for this story. Und das gleiche auch für diese Geschichte hier. It's not first dealing with all the good people on the earth and then Jesus moves out the way and then this angel comes down and deals with all the bad. Es geht ja nicht hier darum, dass Jesus als erstes die Guten behandelt und dann tut er aus dem Weg gehen und dann kann man mit den ganzen Schlechten umgehen. Remember, each story is different. Erinnert euch, jede Geschichte ist anders. This is wheat and tares. Das ist Weizen und Unkraut. Revelation is wheat and grapes. Und in der Offenbarung ist es der Weizen und dann die Trauben. And in Daniel 2, Und Daniel Kapitel 2, what is it in Daniel 2? in Daniel Kapitel 2, was haben wir da? Wheat and Weizen und chaff. Weizen und diese Stoppeln In fact, in Daniel 2, it doesn't even mention wheat, it just mentions the chaff. oder Spreu. Where in Daniel? Daniel In Daniel, okay, in Daniel 2, da wird einfach nur noch diese Spreu erwähnt und noch nicht mal der Weizen. There will be a shaking of the sieve. Da gibt es eine Sichtung, the sieve, what is that? When you have flour and you sieve it. Okay, also da gibt es eine Sichtung, ja. The chaff must in time be separated from the wheat. Die Spreu muss zur rechten Zeit vom Weizen getrennt werden. So if we were to think about it that way, the good and the bad, Also wenn wir darüber nachdenken, die guten, schlechten, it's a harvest, das ist die Ernte, the chaff and the wheat, die Spreu und der Weizen, you can see that's actually happening at the very same time dann sieht man, dass das eigentlich zur gleichen Zeit passiert. because they're joined together and now they're going to be separated. Denn sie sind zusammen, aber dann werden sie getrennt. So in one story, Also in einer Geschichte it's
a grain and a grape. In einer ist es da Weizen und Trauben. Another story, it's two different types of grain. Und in einer anderen Geschichte sind es unterschiedliche And Getreidearten. in this third story, Und in dieser dritten Geschichte it's just one type of grain, ist es nur eine Weizenart oder which eine has got Getreideart. a hard casing. Und es hat einfach nur eine harte Schale außenrum. Now, in this story, Also in dieser Geschichte, if this was grain, wenn das hier die Getreide wäre, in real life, has this got chaff on it? im wirklichen Leben hat es da Spreu an sich. For sure it does. Ja, natürlich. And in this story, Und in dieser Geschichte, when you reap, wenn man erntet, this wheat has chaff. dann hat dieses Getreide auch noch Spreu an sich. But the story is about comparing two plants. Aber hier in dieser Geschichte geht es darum, dass man zwei Pflanzen miteinander vergleicht. The story is about comparing bread and wine. Und hier geht es um, dass man in der Geschichte Weizen oder Brot und Wein vergleicht. And then in the third one that we just gave, Und in der dritten Geschichte, die wir gerade hatten, it's about taking these grains ist, dass man das Getreide nimmt and separating the outer coating und dass man, from the internal germ. dass man die Schale von dem Kern innen drin trennt. They're all different stories to explain the same event in a different way. Da gibt es diese ganz unterschiedlichen Geschichten, um das gleiche Ereignis zu erklären. So I would suggest, Also würde ich vorschlagen, I don't think we can take these things in the sequencing in that literal fashion. dass wir diese Ereignisse oder was wir hier gesehen haben, nicht in einer buchstäblichen Reihenfolge nehmen können. In one story, it happens at the same time. In einer Geschichte passiert es zur gleichen Zeit. In this one, it's bad, then good. Hier ist das erste schlecht, dann das Gute. And this one appears to be good and bad. Und hier ist das erste Gute und dann die Schlechte, so scheint es. I don't think the stories are really talking about the sequence in real life. Ich glaube, die Geschichten handeln nicht wirklich um die Reihenfolge im wirklichen Leben. Revelation 14. Offenbarung 14, The story die Geschichte, is about good people. da geht es um gute Menschen. What does Revelation 14 begin with? Womit fängt Offenbarung 14 an? Verses 1 to 5. We never normally talk about them. Die Vers 1 bis 5. 144.000? The 144,000 good people. Die 144.000, die guten Leute. First angel says, be good. Der erste Engel sagt, sei gut. Second angel says, what happens when you're not good? Und der zweite Engel sagt, was passiert, wenn man nicht gut ist. The third angel Und der dritte Engel ends by speaking about the good people. endet, indem er über die guten Leute spricht. So I would suggest the theme of Revelation 14 is about the good, the 144,000. Also glaube ich, dass das Thema der Offenbarung 14 ist, über die Guten zu sprechen, die 144.000. So that's why it talks about those good people first. Und deswegen handelt es hier erst um diese guten Leute. If you go to Matthew 13, Wenn wir zu Matthäus Kapitel 13 gehen, verse 24 Vers to 30, 24, in most Bibles, if you look at the little subtitle, ja, wenn man da diesen Titel sieht, my one says the parable of tares. da heißt es das Gleichnis vom Unkraut. In my one, it doesn't even mention wheat. Also in meinem heißt es hier noch nicht mal der Weizen. So this man plants good seed, Also der Mann tut guten Samen sehen, but the whole story aber die ganze Geschichte is about the concerns of the servants regarding the tares. geht um die Sorgen der Diener wegen dem Unkraut. So this story is about tares. Also diese Geschichte geht eigentlich um Unkraut. That's what they're worried about. Das ist, worum sie sich Sorgen machen. They say, Sie let's sagen- deal with the tares right now. Sie sagen, lasst uns mit diesem Unkraut umgehen, genau jetzt. So the master says, Also sagt der Meister dann, leave them. lasst sie. We'll deal with them straight after harvest. Gleich nach der Ernte werden wir mit ihnen umgehen. The way it's worded is, we'll deal with them first. Und die Art und Weise, wie es beschrieben wird, ist, dass man sagt, wir werden sie als erstes mit ihnen umgehen. So I'm not persuaded that either or any of the three stories I've given talk about a particular sequence. Also bin ich nicht davon überzeugt, dass jegliche von diesen drei Geschichten über eine Reihenfolge spricht. I think it's just dealing with the focus of the story. Ich glaube, es fokussiert sich einfach nur auf die Geschichte. Hope I answered that question. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
When does the settling into the truth happens for us priests? Also wann passiert es, dass man sich so in die Wahrheit hineinsetzt für die Priester? The question is, when does the settling into the truth happen for the priests? Also die Frage ist, wann passiert es, dass man sich so in diese Wahrheit hineinsetzt, festsetzt, danke, für die Priester? Whose question is this? Wem seine Frage ist das? Yours? I understand the question. Ich werde die Frage beantworten. I think the answer is never. Ich glaube, die Antwort ist nie. Or Oder? it happened a very long time ago. Oder es ist schon ziemlich lange her. I think it depends on the context of a person's question and their perspective. Ich denke, es kommt auf den Kontext und die Perspektive dessen an, der fragt. The settling into the truth, Dieses Festsetzen in die Wahrheit, if we're going to use it in the context of the sealing, as I had it here, wenn wir es im Kontext von dieser Versiegelung, wie wir es hier hatten, betrachten, when we think about it that way, wenn wir es in der Art und Weise drüber nachdenken, you'd have to go back and check the specific context of when that statement's given, dann müssen wir diesen Kontext betrachten, wo diese Aussage gegeben wurde. and it can be applied Und es kann angewandt werden, here in the former reign history. hier in der früheren Geschichte. But when we talk about the sealing is always in the latter rain history. Aber wenn wir die Versiegelung betrachten, diese ist immer im Spätring. So I think in the original context, Also ich glaube, im ursprünglichen Kontext, where that passage is given, wo dieses Abschnitt uns gegeben wird, if I can find it, we'll take this from is it not also found in the Great Controversy? unless you can find it. I've already found the passage. I'm just trying to see which where I want to read it from. Ich habe es bereits gefunden, aber ich schaue hier noch, von welchem Buch wir es lesen werden. You go ahead and read it. Wir können es hier lesen. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritual, so they cannot be moved. Also 4 BC, Bible Commentary, page 1161, paragraph 6. Sobald Gottes Volk an ihren Stirnen versiegelt sind, es ist kein ein Siegel oder ein Zeichen, das man sehen kann, aber ein Festsetzen in die Wahrheit, nämlich beides intellektuell und auch geistlich, so dass sie nicht mehr bewegt werden können. (4 BC, Seite 1161, Paragraph 6). So she talks about the shaking in this passage. Also sie spricht über die Sichtung in diesem Abschnitt. She mentions the seal. Und sie erwähnt hier das Siegel. People are going to be sealed in their foreheads. Und Leute werden an ihren Stirn versiegelt. A seal that we can't see. Und es ist ein Siegel, das wir nicht sehen können. But this seal is a settling into the truth. Aber dieses Versiegeln werden ist ein Festsetzen in der Wahrheit, So that a person cannot be moved. sodass eine Person nicht mehr bewegt werden kann. And as soon as that Und happens, sobald das passiert, God's people Da are ist- prepared for the shaking that will come. sind Gottes Volk ist dann bereit für die Sichtung, das kommen wird. She says, the judgments of God are now upon the land to give us a warning that we may know what is coming.
Die Gerichte Gottes sind bereits schon unter uns oder in dem Land als eine Warnung auf dessen, was kommen wird. So the context of this statement that she's making Also der Kontext dieser Aussage, die sie hier gibt, is about evangelizing big cities. geht dass man als Städte evangelisiert. That's the context of where this passage is taken from in its original setting. Das ist der Kontext von seinem ursprünglichen, von seinem Ursprung. Also wo sie ursprünglich die Aussage gegeben hat. As you go through the passage Wenn man durch diesen Abschnitt durchliest and you try to see the point that she's trying to make, und man versucht, den Punkt zu erfassen, den sie versucht zu machen, the shaking that she's referring to diese Sichtung, auf die sie sich bezieht, are the judgments of God. sind die Gerichte Gottes. So she's going to speak here about these judgments. Also sie spricht hier über diese Gerichte That's what she's referring to. und darauf bezieht sie sich. So she says that people will be sealed Also sie sagt, Leute werden versiegelt werden, to be ready for that shaking period. um für diese Zeit der Sichtung vorbereitet zu sein. What may confuse people Was Leute verwirren mag, is when she says the judgments or the shaking has already begun. wenn sie sagt, dass diese Sichtung bereits schon begonnen hat. So what she's teaching Was sie hier lehrt, is that in this history from 44 to the Sunday law, dass in dieser Geschichte von 44 bis zum Sonntagsgesetz, there's already judgments occurring in the land. dass bereits schon das Gericht im Lande ist. These are not the judgments that you need to be sealed beforehand to meet. Das sind jetzt hier nicht Gerichte, wo man bereits vorher schon versiegelt sein muss. I said that in a complex fashion. Ich habe es in einer sehr komplizierten Art und Weise gesagt. Let me draw out the sequence. Lasst mich die Reihenfolge aufzeichnen. It says the sealing Es sagt, die Versiegelung is a settling. ist ein sich setzen. Settling takes time. Und dieses Festsetzen braucht Zeit. So the sealing is a period. Also diese Versiegelung ist eine Zeitperiode. So the sealing comes first, Also die Versiegelung kommt als erstes, followed by the judgments of God. die von den Gerichten Gottes gefolgt werden. She says Sie sagt, the judgments are already in the land. dass die Gerichte bereits schon sich im Land befinden. This is written in 1902. Und das wird im Jahre 1902 geschrieben. So in 1902, Also im Jahre 1902 the judgments are already here, sind die Gerichte Bescheid schon da. but the people have not already been sealed. Aber die Leute sind noch nicht versiegelt worden. The judgments that she's referring to that are occurring in 1902 Diese Gerichte, auf die sie sich bezieht im Jahre 1902, are warnings of what it's going to look like at the end. sind Warnungen darüber, wie das Ende ausschauen wird. I want us to think about that, Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. not in the context of the original question. Nicht im Kontext von der ursprünglichen Frage. Hold that thought. Haltet diesen Gedanken fest. What judgments is she speaking about? Über welche Gerichte redet sie denn? It's these ones here. Es sind diese hier. So she says, Sie sagt, we'll take that out. wir nehmen das hier weg. These judgments Diese Gerichte are the 7 plagues. sind die 7 Plagen. So you need to be sealed Also man muss versiegelt sein, before the 7 plagues come. bevor die 7 Plagen kommen. And the way that sealing works Und die Art und Weise, wie diese Versiegelung is you need to be funktioniert, settled into the truth. muss es sein, dass man in die Wahrheit gegründet ist. The way she expresses it, Und wie sie es erklärt oder this will ausdrückt, not happen ist, dass dies nicht passieren wird, until you're fully settled, bis man voll sich gegründet hat oder fully festgesetzt hat. sealed. Völlig versiegelt. So I want to suggest that this is the Sunday law, Also ich würde vorschlagen, dass dieses Sonntagsgesetz ist close of probation. das Ende der That's Gnadenzeit. the context Das ist der of Kontext her statement. von ihrer Aussage. But what does she say? Aber was sagt sie eigentlich? She says this. Sie sagt Folgendes. Here's the 7 plagues. Hier sind die 7 Plagen. Here is the sealing. Hier ist die Versiegelung, Sunday law, Sonntagsgesetz, close of probation, second advent. Ende der Gnadenzeit, Wiederkunft. We'll put 1844 here. Wir markieren hier 1844. And where are we? Und wo sind wir? 1902. 1902. And what's going on here? Und was passiert denn hier? What's happening? Was passiert denn? The judgments. Gerichte.
take this out Ich nehme das hier jetzt weg and we'll call this the judgments, which is what she calls it. und wir nennen das jetzt Gerichte, so wie sie es nennt. So what's the purpose of these? Was ist denn der Zweck von diesen? Why are they here? Warum sind sie denn hier? She says in the passage, Sie sagt es in dem Abschnitt. if you shout out, someone can translate. Wenn ihr es rausruft, dann können wir es übersetzen. Sister Manuela, if you want to say, we'll translate. Why are these here? She says to receive a seal, No. to prepare. To prepare. Let's read what it says. Lasst uns lesen, was sie sagt. It says, the judgments of God are now upon the land Sie sagt, die Gerichte Gottes sind bereits im Land, to give us warning um uns eine Warnung zu geben, that we may know what is coming. dass wir wissen können, was kommen wird. So at one level, Also auf einer Ebene, as my sister said, wie meine Schwester es gesagt hat, that it is to prepare us to be sealed. es ist, dass wir uns Yeah. vorbereiten können, damit wir versiegelt werden können. But Aber this is a warning das hier ist eine Warnung of what's about to come. von dem, was kommt, So you can either be scared, so dass man entweder Furcht hat, depending on what the emotion that you have. es kommt darauf an, was für eine Emotion man da hat, So you can get ready, you can become serious. so dass man sich vorbereiten kann, dass man ernst damit umgeht. Are we okay with that? Ist das so okay? So we've answered the question, Also wir haben die die Frage beantwortet. when are the priests sealed? Und wann werden denn die Priester Or the versiegelt? settling into the truth? Oder wann setzen sie sich denn in die Wahrheit? So Festsetzen. if you understand the line of the priests, Also wenn ihr die Linie der Priester versteht, when will we be settled into the truth? dann werden wir denn in die Wahrheit gegründet sein. Wann? Sorry? Oh, okay. It's already happened. Es ist bereits schon passiert. The priests are already settled into the truth. Die Priester sind bereits schon in die Wahrheit gegründet worden. From 2014 to Von 2019. Von 2014 bis 2019. We're already settled. Wir sind bereits schon gefestigt. Now, Jetzt, that's a separate question. das ist eine andere Frage. This judgment, Diese Gerichte, its purpose is what? was ist denn ihr Zweck? To warn you that this is coming. Zu warnen, dass das hier kommt. Put yourself, Nehmt euch, if you're willing to, wenn ihr es mögt, in God's place. und tut euch an Gottes Stelle setzen. That's not sacrilegious. Das ist nicht unheilig, We're told to do that. sondern wir sollen das tun. Put Wurde uns yourself in gesagt. God's place. Tut euch an Gottes Stelle setzen. The Bible puts it this way. Und die Bibel sagt es folgend. Let this mind be in you, Sagt das, lasst den Verstand erneuert werden, which was also in Christ Jesus. in welcher auch in Jesus Christus ist. So if you were God Also wenn ihr Gott wäret and you wanted to warn people und ihr würdet Leute warnen wollen, that here dass hier, there was going to be a big tsunami. dass es hier einen großen Tsunami geben würde, That's what's going to happen here. das ist, was hier passieren würde. Huge tidal wave. Eine große Flutwelle. So you want to warn the people Also ihr wollt die Leute warnen, to be serious dass sie ernst sein sollen, because the tsunami's coming. denn der Tsunami kommt. So if you were God, Also wenn ihr Gott sein würdet, what judgment would you give here? welches Gericht würdet ihr denn hier geben? Would you make the sun dark? Würdet ihr die Sonne verdunkeln? No. No. Nein. What would you do? Was würdet ihr tun? You would give them a taste Ihr würdet ihnen einen Vorgeschmack geben of what's to come, wouldn't you? von dem, was kommen würde. We call that a taster. Wir würden das ein Tester nennen. Companies do that all the time. Die Firmen machen das die ganze Zeit. You want this software, this great software. Ihr wollt diese tolle Software haben. What do they offer you? Was tun sie euch denn dann anbieten? A taste of it. Ein Test davon. 30-day free use or something. 30 Tage könnt ihr es für frei benutzen. Yeah? Or you go to a shop Oder ihr geht in einen and they want Laden to sell you some biscuits. und sie möchten euch ein paar Kekse verkaufen. What do? Was geben sie euch denn? They give a little taste. They have a little counter there with small teeny pieces. Sie haben da so einen kleinen Tisch und dann geben sie euch kleine Tester.
The world knows how God thinks Die Welt weiß, wie Gott denkt, because it's common sense. denn es ist einfach nur logisch. God will give you a taste of what's to come. Gott gibt uns ein Vorgeschmack von dem, was kommt. Now, you buy a packet of biscuits. Nun, wenn man jetzt ein Paket von They're not going Keksen to let you kauft, taste the whole packet. sie wollen ja nicht, dass ihr das ganze Paket testet, Just have a mini version of it. sondern nur eine kleine Version davon. So God Also Gott will give you gibt a Gott mini tsunami. einen Mini-Tsunami. Can we read all of that into that one passage? Können wir das alles in diesen kleinen Abschnitt reinlesen? Yes, you can Yeah. see it right there, I think. Ich denke, man kann das da so sehen. So God's going to tell you, Also Gott wird dir dann sagen, after you're sealed, nachdem du versiegelt bist, what's he going to do? was wird er dann tun? There are some buildings. Da gibt es Gebäude He'll touch those buildings with his finger, und er wird diese Gebäude mit seinem Finger and berühren. what will happen? Und was passiert mit dem? They'll be destroyed. Sie werden zerstört werden. That's what he has told you is going to happen. Und das ist, was er gesagt hat, was passieren wird. So that you get it, Und dass man das dann versteht believe it, und glaubt, what will he do? was macht er? He'll give you a Er gibt euch eine Mini-Version of it. he'll give you a taste Er gibt euch einen Vorgeschmack of what's about to happen. von dem, was passieren wird. If you're going to taste something, Und wenn man etwas vorschmeckt, you have to taste the original, don't you? dann müsst ihr das Originale geschmecken, oder? They're going to offer you orange juice for sale. They don't give you tomato juice to test. Also wenn sie euch Orangensaft verkaufen wollen, dann geben sie euch ja nicht Tomatensaft zum Probieren. So our perspective of 9/11, Also unsere Perspektive von 9/11, this was the taste. dann war das ein This Vorgeschmack. was the judgments that are already here Das sind die Gerichte, die bereits im Land sind, before the sealing vor der Versiegelung of what is about to happen. von dem, was passiert. Small taster, Also es ist ein Probierer hier the real thing. und dann das wahre Ding. It's the same principle. Das gleiche Prinzip. We seem to have got 9/11 out of control, out of context. Es scheint, als hätten wir 9/11 ohne Kontrolle oder ohne Kontext haben wir das bekommen. The question says, Die Frage sagt, when will the priest settle into the truth? wann werden die Priester sich in der Wahrheit gründen? It already happened. Es ist bereits passiert. We're already settled into the truth. Wir haben uns bereits in die Wahrheit And so the gegründet. judgments are coming. So kommen jetzt die Gerichte. What will the judgments look like? Und wie werden die Gerichte ausschauen? We should know. Wir sollten es wissen. Why should we know? Wieso sollten wir sie bereits kennen? Because we already had a taste of it back here. Denn wir hatten hier bereits schon einen Probierer davon. Said the settling of the truth just happened or is over. So the priests are immovable. How can it be that we expect people to leave the movement? Repeat the question. Ja, okay, die Frage war, wir haben You jetzt... need to do it in English first. Okay. So why don't you repeat it? The question was that we now stated that the priests are already settled into the truth since a while ago. And the question now is, why are we saying that we are expecting people to actually leave now if they already have settled into the truth? Die Frage war jetzt, wir haben jetzt herausgefunden, dass die Priester sich bereits schon in die Wahrheit gefestigt, gegründet haben. Wie können wir dann die Aussage unterstützen, dass wir erwarten, dass noch Priester oder Leute die Bewegung verlassen werden? The sealing Die Versiegelung is a settling into the truth so you cannot be moved. ist ein sich in die Wahrheit gründen, damit man nicht mehr verrückt werden kann. Intellectually and spiritually. Intellektuell und geistlich. So if that's the case, Und wenn das so ist, why are we all so shaky? warum sind wir dann alle so unsicher? And why are some of us going to leave? Und warum werden einige von uns da weggehen? Why are some of us undecided? Warum sind einige von uns so unentschieden? Even if we're going to stay, Auch wenn wir bleiben. if we're supposed to be immovable, as Brother Jonathan said. Wie Bruder Jonathan gesagt hat, wenn wir so fest gegründet sind und nicht bewegbar sind. So we have to remember Wir müssen uns daran erinnern, what's today's date? was ist Yeah. denn, welches Jahr haben wir denn heute?
Do you agree we're here? Tust du damit übereinstimmen, dass wir uns hier befinden? We're not settled into the truth yet. Wir sind jetzt noch nicht in die Wahrheit eingesetzt. What we have to remember Aber wir müssen uns daran erinnern, is that this history dass diese Geschichte, that we're currently experiencing, in der wir jetzt uns befinden und erfahren, is just a taste of what's to come. ist nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. What Ellen White speaks about here Worüber Ellen White hier spricht, is not the experience of 2014 to 2019. ist nicht die Erfahrung von 2014 bis 2019. Now, the way we teach all of this Die Art, message, die Art und Weise, wie wir diese ganze Botschaft lehren, we teach it with such force dann tun wir es mit so einer Kraft oder Druck, Bestimmtheit, danke, mit Bestimmtheit predigen, we speak about it as though it's a reality. dann sprechen wir davon, als wäre es die Realität. We give this appearance that it's so real Wir geben da den Anschein, dass das so real ist, that it begins to take on the properties of the genuine article. als dann nimmt es da so diese Eigenschaft an, als wäre es wirklich so. Now, try as we might, Trials? try. You can try as hard as you Okay, want, man kann es so hart versuchen, wie man möchte, but you cannot turn former rain into latter rain. aber man kann den Frühregen nicht in den Spätregen verwandeln. You just can't do that. Man kann das einfach nicht tun. What would happen if you tried? Was würde passieren, wenn man das tun If you würde? say, come on, God, Sagen, okay, Gott, I can handle it. ich kann es aufnehmen. What would happen to you? Was würde passieren? You'd be flattened, Du würdest hier flach gedrückt werden, destroyed. zerstört. These plants Diese Pflanzen cannot take this outpouring. können diese Ausgießung nicht aufnehmen. We have to be treated gently. Wir müssen noch man muss mit ihnen vorsichtig umgehen. But we never speak like that. Aber wir sprechen darüber nicht so. If I said that, Wenn ich das sagen würde, you'd say to me, dann würdest du mir sagen, oh, this is a peace and safety message now. He's changed. er hat sich jetzt verändert, das ist eine Friede- und Sicherheit-Botschaft. Maybe he doesn't believe our message anymore. Vielleicht glaubt er unsere Botschaft nicht mehr. The problem that we're confronted with, Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, if we don't speak about this message wenn wir nicht über diese Botschaft sprechen, as though it's serious, als wäre es ernst, which it is, welches es ist, people won't change their lives. dann würden Leute nicht ihr Leben ändern. But our problem is, Aber unser Problem ist, we speak about it in such a serious fashion. wir sprechen da so ernst drüber, Not only do we deceive people, so tun wir Leute nicht nur täuschen, we become self-deceived. sondern wir täuschen uns selbst. One example. Ein Beispiel. So deceived So getäuscht, that we think November the 9th, dass wir denken, dass der 9. November, Christ will no longer intercede for you. dass Christus nicht mehr für dich als Mittler einstehen wird. How can that be? Wie kann das sein? How can he stop interceding for you in the former rain history? Wie kann er nicht mehr für dich in der Frühregenszeit einstehen? You know, we can make application, Wir können eine Anwendung machen, but we need to be really careful about destroying God's word. aber wir müssen sehr vorsichtig sein, Gottes Wort zu zerstören. And that's what's currently happening. Und das ist, was momentan passiert. We're destroying God's word Wir zerstören Gottes Wort, by thinking indem wir denken, that the experience from 44 to the Sunday law dass die Erfahrung von 1844 des actually Sonntagsgesetzes, is a full outpouring that's given to us in inspiration, and it's not. dass es wirklich eine Ausgießung ist, dass uns in der Inspiration gegeben wird, während es dies nicht ist. And this mind manipulation Und dieses, wie der Verstand manipuliert wird, began early on in our history, fing früh in unserer Geschichte an. particularly when we started dealing with 9/11. Vor allem dann, als wir mit dem 11. September mit diesem We Thema turned umgegangen that sind. judgment Wir haben dieses Gericht into this judgment, in dieses Gericht verwandelt. and we became so convicted of this, Und wir sind davon so überzeugt worden, we can't even realize wir realisieren es noch nicht mal. that was just a taster, Und das war einfach nur ein Probierer. a taster that's not even mentioned. Ein Probierer, der noch nicht mal erwähnt ist. This is the one that's spoken about, Und das ist über den wir sprechen. and that's the confusion that we have. Und das ist die Verwirrung, die wir haben.
So when you take the model or the parable or the fractal, Und wenn wir dieses Modell haben, dieses Gleichnis, das Fraktal, sure, ja, we're settled into the truth so we cannot be moved. sicher, da setzen wir uns in die Wahrheit, so gegründen wir in uns in die Wahrheit, dass wir nicht bewegt werden können. Now, in that settling period, Aber in dieser Zeitperiode des a Gründens group of us were so troubled war eine Gruppe von uns so, hatte solche Probleme, that they left, dass sie gegangen sind. and everyone that remained, Und jeder, der bleibt, they were settled into the truth. die sind in die Wahrheit gegründet worden. In the context of our experience, Im Kontext unserer Erfahrung. so settled that that they had become immovable. Und zwar haben sie sich so gesetzt, dass sie nicht mehr festgegründet, damit sie nicht mehr bewegt werden können. But as we've said before, Aber wie wir bereits schon vorher this gesagt is haben, not the end of the story. ist das hier nicht das Ende der Geschichte. We're just here, Wir sind nur hier and we've got a long way to go. und wir haben noch einen langen Weg vor uns. We have to remember both ideas. Und wir müssen beide Konzepte bei uns müssen verstehen und uns daran erinnern. So that's why there's this possibility of us leaving. Deswegen gibt es da noch diese Möglichkeit, dass wir die Bewegung verlassen können. Can you please explain the dynamics between the early rain and the latter rain, the sprinkling and the outpouring in different lines and different scales? Kannst du bitte erklären die Dynamik oder die Verbindung zwischen dem Frühregen, dem Spätregen, dem Tröpfeln und der vollen Ausgießung in den verschiedenen Linien und den verschiedenen Ebenen? Whose question is this? Wem seine Frage ist das? Monikas. Ah, Sister Monica. So the first thing we can say, Das Erste, was wir sagen können, early rain, latter rain. der Frühregen, Spätregen, That's just a synonym of sprinkling and full outpouring. They mean the same. das ist einfach nur ein Synonym für Tröpfeln und die volle Ausgießung. Bedeutet das Gleiche. Early rain equals sprinkling, latter rain equals full outpouring. Der Frühregen ist das Tröpfeln, der Spätregen ist die volle Ausgießung. So we're going to ignore the phrase sprinkling and full outpouring. Also wir ignorieren jetzt das Tröpfeln und die volle Ausgießung, diese Can Worte. we explain Erklären wir? the dynamics? I presume that means the relationship between early rain and latter rain Können wir die Verbindungen zwischen Frühregen und Spätregen erklären? in the different lines, Und den verschiedenen Linien, which means different scales normally. welches auch die verschiedenen Ebenen bedeutet. So it has to begin. Also es muss anfangen. We'll go with this model. Wir nehmen dieses Modell hier. Former rain, latter rain. Frühregen, Spätregen. So we have to understand that Wir relationship. müssen diese Verbindung verstehen. So that's the first point that we will go to. Das ist der erste Punkt, den wir verstehen wollen. You wouldn't go to Matthew 13 to understand that. You'd go other places. Man würde nicht zu Matthäus 13 gehen, um dies zu verstehen. Man würde zu anderen Orten gehen. But we just superimposed it onto that story. Aber wir haben es einfach über diese Geschichte hier drüber gelegt. And so the dynamic Die Dynamik, is Die Verbindung. that seed is sown, dass der Same gesät wird, the rain comes, Der the Regen former kommt. rain, der Frühregen, the seed is germinated and it springs up and becomes a blade. der Same fängt jetzt an zu keimen und wird zu einem Halm. It develops into immature fruit. Und es entwickelt sich eine Frucht, die noch Then you nicht have reif latter ist. rain Dann hat man den to Spätregen, fill out the fruit dass die Frucht reif wird, until maturity and harvest. bis sie dann reif ist und dann kommt die Ernte. So I don't think the dynamic is much more complicated than that Ich denke, die Verbindungen zwischen diesen beiden ist nicht viel mehr komplizierter until we als das. start thinking about the spiritual manifestation of what we've just spoken of. Bis wir dann über die geistlichen Manifestierungen drüber nachdenken, über das, was wir gerade eben besprochen haben. If you wanted to do that, Wenn and I'm man not das- sure if that's what she's asking, Wenn das ist, worüber diese Frage handelt, what I would suggest was ich vorschlagen würde, is that we answered it a moment ago with this question. mit dieser Frage hier haben wir es vor einem Moment eigentlich beantwortet. The settling into the truth question. Diese Frage in diese Wahrheit zu gründen. So we have this former rain, Also wir haben diesen Frühregen,
which will prepare you welcher uns vorbereitet, to be settled into the truth so you can't be moved. um in die Wahrheit gegründet zu werden, damit man nicht mehr verrückt werden kann. So I want to suggest it in the following way. Also möchte ich es in folgender Art und Weise vorschlagen. The plowing Das Pflügen is a preparation. ist eine Vorbereitung. The former rain, Der Frühregen this prepares the plant tut die Pflanze vorbereiten, so it's ready to receive the latter rain. dass sie dann bereit ist, um den Spätregen zu erhalten. And the latter rain Und der Spätregen prepares the plant tut die Pflanze vorbereiten, to be harvested. dass sie geerntet werden kann. So they're all preparations that take you to the next dispensation. Also dies sind alles Vorbereitungen, die dich zur nächsten Dispensation bringen. You could argue that the harvest then prepares you to go into the barn. Also man könnte auch sagen, dass die Ernte einen dann vorbereitet, dass man dann in die Scheune geht. Then the questioner asks, can we show the dynamic in different lines, in different scales? Die Frage heißt dann, ob man das auch in verschiedenen Linien und in verschiedenen Ebenen aufzeigen kann. Once you have this scale, Also wenn man sobald man diese Ebene hier hat, it's not the only one. das ist nicht nur die einzigste, I guess a one that would come before this eine, die zuvor kommen würde, would be taken from Acts of the Apostles, würde man von Wirken der Apostel nehmen, chapter 5, Kapitel 5, page 47 to Die- 55. die Seiten 47 bis 55. This is the Ellen White book, not the Bible. Das hier ist das Buch von Ellen White, nicht die Bibel. If you were to look at that, it's a much bigger scale that she gives Wenn man diese Abschnitte anschaut, sieht man, dass sie uns noch eine größere Ebene gibt between the former rain and the latter rain. zwischen dem Frühregen und dem Spätregen. And that's the one that, if you're going to answer this question comprehensively, you'd want to do a study on. Und wenn man diese Frage wirklich umfangreich beantworten würde wollen, dann würde man in dieses Thema eingehen. And if you're interested, Wenn man daran interessiert ist, we did that in France last year in the summer. da haben wir das letztes Jahr in Frankreich im Sommer gemacht. So in Acts of the Apostles, chapter 5, Also in Wirken der Apostel, Kapitel 5, she's going to teach da wird sie lehren, the history of the disciples. die Geschichte der Jünger. We'll just call it the line of Christ. Und wir werden es einfach nur die Linie von Christus nennen. And then she talks about harvest. Und dann redet sie von der Ernte. And then she talks before harvest, Und dann redet sie davon vor der Ernte, there'll be a special outpouring of the Holy Spirit. dass es eine besondere Ausgießung des Geistes Gottes gibt. She says this history, Und sie sagt, diese Periode hier, that was Pentecost, das ist Pfingsten, was the sprinkling. war das Tröpfeln. She says we're in the sprinkling here, Und sie sagt, wir sind hier in der Zeitperiode des Tröpfelns, but near aber the end of Earth's harvest, nahe der Ernte der Erde, there'll be a special outpouring. da wird es eine besondere Ausgießung geben. And then she tells you that it's symbolized by the former and latter rain. Und dann sagt sie, dass es durch den frühen Spätregen symbolisiert wird. Then she says Und dann sagt sie, that the former rain dass der Frühregen continued all the way through this history. durch diese ganze Zeit hindurchgeht. So the former rain goes all the way through to the latter rain. Also der Frühregen geht den ganzen Weg hindurch bis zum Spätregen. So she's got the exact dynamic that we've spoken of in that other board. Also sie hat die gleichen Verbindungen hier, wie wir hier auf der anderen Tafel aufgezeigt haben. Former rain, latter rain. Frühregen, Spätregen. Then Dann we can take that story, können wir diese Geschichte that nehmen, pattern, dieses Muster, we can do it here as we've shown. und dann können wir es hier markieren, wie wir es da oben gezeigt haben. We have 1844, Wir haben 1844, Sunday law, Sonntagsgesetz, former rain, Frühregen, latter rain, Spätregen harvest, und die Ernte. 1798, 1798, 31, 31 nach Christus second advent. und hier die Wiederkunft. So we've got the same pattern, Also wir haben das gleiche Muster, but we can do it at different scales. aber wir können es auf verschiedenen Ebenen anwenden. If
If we wanted to continue this line, Wenn wir diese Linie weiterführen würden wollen, this would be 4 BC, dann wäre das 4 vor Christus and this would be the preparation. und das wäre diese Vorbereitung. Hopefully that makes sense. We can see we've got the same pattern. Ich hoffe, das macht so Sinn. Wir können sehen, dass wir hier das gleiche Muster haben. Then we can take this Dann können wir das nehmen, into our own history, in unsere eigene Geschichte anwenden. 1989, 1989, 9/11, der 11. September. we developed the same line. Und wir haben die gleiche Linie hier. Sunday law, close of probation, second advent. Sonntagsgesetz, Ende der Gnadenzeit, Wiederkunft. So we do the same thing. Also wir tun das Gleiche einfach. And once we get to this level, Und wenn wir auf dieser Ebene dann ankommen, then we would do the priests, dann hätten wir die Priester, the Levites, die Leviten and then the Nethinims. und die Tempeldiener. So we could perhaps call this Christianity. Und wir könnten das hier zum Beispiel die Christenheit nennen. We could call this Adventism. Und das können wir den Adventismus nennen. And we could call this the 144,000. Und hier, das sind die 144.000. It's always the identical pattern. Es ist immer das gleiche Muster. Doesn't change. Und es tut sich nicht ändern. Whichever scale you use, Was auch immer für eine Ebene man benutzt, it's always going to be the same. es wird immer das Gleiche sein. That's all I want us to see. Das ist, was ich möchte, dass wir sehen. You just line them all up. Wir tun sie einfach hier parallel stellen. Then we do the line of the priests, Levites, and Nethinims. It's always the same pattern. Und dann könnten wir auch die Priester, die Leviten und Tempeldiener hier machen. Es ist immer das gleiche Muster. What becomes complicated Was kompliziert wird, is when you join them all together. ist, wenn sie alle zusammenkommen. That's when it becomes more difficult to try to conceptualize what's going on. Das ist, wenn es schwierig wird, um zu verstehen, was geht hier eigentlich vor. Now, if we were to take the line of the priests, Wenn wir die Linie der Priester nehmen würden, we had 89, und wir haben 9/11, 89, 9/11, 14, 2014, 2019 und 21, then this line here of the priests, dann diese Linie hier der Priester, which is exactly the same as all the other patterns, welches genau das gleiche ist wie die ganzen anderen Mustern. this history here Diese Geschichte hier would be in here, wäre in hier, 1989 1989, to 2021. 2021. And in this history, Und in dieser it's Geschichte giving us a taste gibt es uns einen Vorgeschmack, of what's going to happen at the end. was am Ende passieren wird. So we can get an experience Also before the actual thing happens. wir können eine Erfahrung hier erlangen, bevor es überhaupt das Eigentliche passiert. That's what all of these lines of the priests, Levites, and Nethinims look like. Das ist, wie diese ganzen Linien der Priester, Leviten und Tempeldiener ausschaut. So I hope that answers the question Ich hoffe, das tut die Frage beantworten, about the different reigns that we have. für die verschiedenen Regeln, die wir haben. Do you have one more question? One at a time. Okay. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you would bless us. Wir bitten dich und beten, dass du uns segnest. Your goodness towards us this week, Deine Güte in dieser Woche zu uns, your protection and care. deinen Schutz und deine Fürsorge. We thank you for all of these. Wir danken dir für all diese.
And we ask, Father, Und wir bitten dich, Herr, that you might guide and direct us. dass du uns leiten mögest. Bless us, we pray, Segne uns, das bitten wir through this evening. in diesem Abend. Give us rest. Gib uns Ruhe. We've entered into a new week. Wir haben eine neue Woche begonnen. Help us to have a new experience Helf uns, eine neue Erfahrung zu haben, based upon the truths that we have learned. basierend auf den Wahrheiten, die wir gelernt haben. We ask, Lord, for a blessing Wir bitten dich, Herr, für eine Segnung. in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.